Hallo und willkommen zu meinem zweiten Teil zum Thema Impfen. Also kein Nähkurs, lasst euch von der Nähmaschine nicht stören. Im ersten Teil haben wir uns ja Studien angeguckt, unter anderem, also wie Studien entstehen im Studien, und haben festgestellt, dass die Daten zum tatsächlichen Nutzen von Impfungen ziemlich dürftig sind. Außerdem haben wir Sterberaten angeguckt im Verlauf über die letzten Jahrzehnte, wo der Einfluss der Impfungen auch nicht wirklich ersichtlich war in irgendeiner Hinsicht, sondern dass man feststellen kann, dass die ganzen Kinderkrankheiten längst ganz stark abgenommen hatten, bevor die Impfungen eingeführt wurden. Was sich zurückführen lässt auf einfach die Verbesserung der Lebensbedingungen in den letzten Jahrzehnten, 100 Jahren. Da hat sich ja doch einiges getan in der Gesellschaft bei uns. Aber die drängende Frage ist eben, denke ich, für uns alle nicht nur, ob jetzt zum Beispiel die Tetanusimpfung tatsächlich vor Tetanus schützt oder inwieweit die Masernimpfung vor Masern schützt, sondern die Grundfrage ist ja für uns eigentlich, ob Impfen uns nun gesünder macht oder kränker oder ob das am Schluss so eine Plus-Minus-Null-Rechnung ist. Deswegen habe ich euch hier auch mal meine Nähmaschine mitgebracht. Ich nähe ja schon eine ganze Weile da drauf und also das Prinzip habe ich verstanden mit dem Oberfaden und dem Unterfaden und also ich kann die bedienen und ich kann die warten und ja, aber was würde jetzt passieren, wenn ich da beschließe, dass, naja, also ich finde manchmal funktioniert das mit diesem Oberfaden blöd, dann rutscht der Faden da raus und ich kriege es gar nicht richtig mit und dann ist die Naht blöd. Wenn ich da jetzt beschließe, ich ändere da jetzt was, ich baue das hier ab und um und sowieso das ganze Prinzip könnte eigentlich verbessert werden, das, ja, warum sollte ich da jetzt mal nicht was um- und abschrauben, ne? Das Ganze hier wurde vor ungefähr 100 Jahren entwickelt, ist also noch gar nicht so lange alt, aber wenn ich da jetzt was ändern würde, das wäre nicht schlau. Die Wahrscheinlichkeit, dass meine Nähmaschine dann besser funktioniert, wie hoch wäre die? Ja, ne, nicht so hoch. Deswegen mache ich das auch nicht. So, und was habe ich hier in meinem Körper? Da habe ich ein Immunsystem. Das Immunsystem, das gibt es in dieser Ausführung schon sehr viel länger. Das gibt es bestimmt schon seit vielen tausend Jahren in dieser Form. Und wie wir im letzten Video gesehen haben, braucht es gute Lebensbedingungen, damit dieses Immunsystem die Krankheiten in Schach halten kann und keinen Schaden davon trägt. Und gute Lebensbedingungen führen auch dazu, dass man seltener krank wird. Heute haben wir dafür mit anderen Gesundheitsproblemen zu kämpfen, die inzwischen epidemieartige Ausbreitung erreicht haben. Zum Beispiel eben Allergien, Asthma, Autoimmunerkrankungen, Krebs. Interessanterweise sind das alles Störungen, bei denen das Immunsystem eine bedeutende Rolle spielt. Nur dummerweise fällt der Schulmedizin nicht viel Besseres ein, als vor allem die Symptome zu unterdrücken oder Krebs rauszuschneiden. Aber eine Heilung kann die Medizin aktuell nicht wirklich bieten. Und es zeigt ja, dass das Immunsystem eigentlich bis heute nicht wirklich verstanden wird. Weil wenn man das wirklich verstehen würde, dann könnte man ja tatsächlich auch eine Heilung anbieten. Ja, also das Immunsystem wird eigentlich in seiner Gänze nicht verstanden. Und was passiert jetzt, wenn ich beschließe, dieses Immunsystem zu verbessern? Obwohl ich es nicht verstanden habe, so wie bei meiner Nähmaschine. Ich meine, ich verstehe die sogar so im Grundprinzip, aber so ganz im letzten Detail verstehe ich sie sicherlich nicht. Und genauso ist es mit dem Immunsystem. Wenn ich da jetzt was verbessere, werde ich sicherlich höchstens was verschlimmbessern. Also da was verbessern zu wollen, mutet nicht besonders schlau an. Und die Chancen, dass das Immunsystem besser läuft, wenn ich das ein bisschen verbessere, sind
ja, ich male sie mir nicht besonders hoch aus. Ja, und erscheint es dann nicht eigentlich vermessen zu denken, dass man mit einer Spritze, die das Immunsystem beeinflussen soll, irgendwas zum Guten bewegen kann? Ja. Studien zufolge haben die meisten Impfungen tatsächlich einen gewissen Effekt. Ne? Sie sind ja nicht wirkungslos in keiner Hinsicht. Bestimmte Impfungen führen tatsächlich dazu, dass bestimmte Erkrankungen mit bestimmten Erregern weniger auftreten. Nur die Frage ist, was nützt das, wenn die Erkrankung mit einem Erreger weniger wird, dafür aber andere Erreger in die entstandene Lücke hüpfen? Insgesamt also genauso viele Leute immer noch krank werden. Beispiel die Lungenentzündung, da wird ja gegen Pneumokokken geimpft, dummerweise eben, aber nicht gegen alle Stämme, die es gibt, sondern nur gegen eine Auswahl. Also hüpfen dann sozusagen andere Pneumokokkenstämme in die Lücke, die entsteht, wenn der Mensch gegen bestimmte Stämme immunisiert ist. Oder eben auch andere Erreger hüpfen in die Lücke, also Staphylokokken und was es halt da so in dem Spektrum gibt. Und man kann sich fragen, wie viele Impfungen das am Ende braucht, um alles abzudecken. Ne? Also man müsste ja gegen wirklich alle Erreger impfen, die in irgendeine Lücke hüpfen können. Und was macht man, wenn sich die Erreger verändern? Weil das können ja Erreger auch, die können sich ja anpassen. Also am Ende braucht es eigentlich unendlich viele Impfungen, um alles auszumerzen, was einen krank machen kann. Und dann ist die Frage, ob das tatsächlich so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Oder was nützt jetzt eine wirksame Masern- oder Windpockenimpfung, wenn das die Krankheit nachher ins Erwachsenenalter verschiebt, wo die Komplikationsrate höher ist? Und was nützt eine Masernimpfung, bei der die Mutter, wenn sie geimpft ist, dem Baby keinen ausreichenden Nestschutz mitgibt, das Baby eher an Masern erkrankt, die Komplikationsrate wieder höher ist? Was hat das am Ende? Am Ende muss man dann nur noch immer mehr impfen, aber die Impfung kann ja trotzdem nicht alles abdecken. Also es macht die Krankheit gefährlicher. Von daher kann man sich fragen, was nützt das jetzt, überhaupt gegen Masern zu impfen, anstatt zuzulassen, dass die Kinder die Krankheit ganz normal kriegen, man das ordentlich behandelt, dass das auch gut überstanden werden kann. Ja, dann wird immer die Herdenimmunität angeführt. Das ist ja eigentlich ein Konstrukt aus natürlicher Erkrankung. Also die Herdenimmunität ist eigentlich, das wurde daraus abgeleitet. Aber die Frage ist, ob das tatsächlich so funktioniert, weil wenn die meisten Impfungen nach 2 bis 10 Jahren ihren Schutz verlieren und der tatsächliche Schutz bei einigen Impfungen niedrig bis nicht vorhanden ist, wie soll eine Herdenimmunität entstehen? Selbst wenn sich alle Leute brav bis ins hohe Alter immer wieder Auffrischimpfungen holen, dann gibt es immer die sogenannten Impfversager, also die überhaupt keinen Impftiter bilden. Und dann gibt es die, die trotz Titer krank werden. Und auf dem Weg also einen Prozentsatz in der Bevölkerung zu erreichen, der tatsächlich geschützt ist und zwar dauerhaft gegen die Krankheit, ist eigentlich quasi unmöglich, was man auch an den Impfdurchbrüchen sieht, wo in fast zu 100% geimpften Gruppen trotzdem wieder Epidemien auftreten. In den USA, Masern, Mumps, das gibt es immer wieder. Ja, die Natur liefert da in der Regel die besseren Ergebnisse, die bei Durchmachen der Erkrankung einen 100%igen und lebenslangen Schutz hinterlässt. Nicht bei allen Krankheiten, aber da kann man sich dann auch fragen, inwieweit die Impfung das erreichen kann. Ja, das nur die Gedanken dazu. Wie genau wirkt jetzt eine Impfung? Da gibt es ja diese schöne Theorie, die kennen sicherlich alle. Man spritzt ein Antigen, also einen abgeschwächten Erreger, und der Körper reagiert mit Antikörperbildung drauf. Und wenn dann tatsächlich eines Tages der böse, lebensgroße, fitte Erreger um die Ecke kommt,
dann gibt es schon Antikörper, die den Einfang neutralisieren und der Mensch wird nicht krank. So geht die Theorie. Und das ist auch so der Fall bei den Lebendimpfungen, also Mumps, Masern, Röteln zum Beispiel, die funktionieren nach dem Prinzip. Und die machen die Natur auch noch am besten nach, mit der Ausnahme, dass natürlich in der Natur nicht 3, 4 Erkrankungen gleichzeitig auf den Menschen einstürmen, sondern eine nach der anderen. Und dass bei Infektion auch nicht das Ganze sofort im Muskel landet, sondern über die Haut- und Schleimhautbarriere zuerst mit dem Immunsystem der Haut und Schleimhaut in Kontakt kommt. Das ist also ein ganz anderer Zugangsweg. Und natürlich wählt man sich auch nicht selbst, wann man jetzt an einer bestimmten Erkrankung erkrankt, sondern das kommt. Manche sagen dann, wenn der Körper das braucht oder dazu bereit ist, oder manche halten es vielleicht für Zufall. Aber auf jeden Fall wird es nicht vom Menschen gewählt, wann man jetzt an was erkrankt. Dann gibt es dagegen noch die Totimpfstoffe, also Tetanus, Diphtherie, also alles, was in der 6-Fachimpfung drin ist, die Pneumokokkenimpfung, so ziemlich alle Impfungen, die den Babys im ersten Lebensjahr gegeben werden, die enthalten abgetötete Erreger, tot, oder auch Erregerbestandteile oder entgiftete Gifte. Auf diese Substanzen reagiert das Immunsystem gar nicht, weil das Immunsystem feststellt, das Ganze ist total tot und harmlos. Das Immunsystem ist ja nicht dumm, ne? Das lässt sich aber veräppeln. Und das macht man auch. Ihr erinnert euch vielleicht an das ominöse Aluminiumhydroxid und Aluminiumphosphat, was ich euch hier als Inhaltsstoff in der Infandrix Hexa-Spritze vorgestellt habe. Diese ganzen Tetanus, Diphtherie und sonst was Bestandteile sind alle an Aluminiumphosphat oder Aluminiumhydroxid gebunden. Das ist nämlich der Wirkverstärker. Und der, ich habe das euch mal hier unten dargestellt, man koppelt Aluminiumhydroxid an diesen abgetöteten Erreger und jetzt plötzlich reagiert das Immunsystem mit Antikörperbildung. Das lässt sich nämlich auf die Weise veräppeln. Das Dumme ist, dass das Immunsystem von Babys so unreif ist, dass man viel mehr Adjuvantien hinzufügen muss, um das Immunsystem zum Reagieren zu bringen, als bei einer Erwachsenenimpfung. Also viel Aluminium fürs Baby. Inwieweit das noch die Natur imitiert, kann man sich fragen. Und inwieweit das gesund ist, kann man sich auch fragen. Da wird ja dann diskutiert oder argumentiert, ja, Aluminium ist ja auch in der Nahrung drin, aber dass es einen Unterschied macht, ob man was zu sich nimmt, über den Mund, oder ob es direkt in den Muskel gespritzt wird. Das kann man sich ganz einfach vorstellen. Alkohol, ob ich es trinke oder mir irgendwo reinspritze, ist schon was anderes. Oder jede andere beliebige Substanz. Also Lebensmittel, alles wird doch anders verarbeitet und auch giftige Substanzen eher ausgeschieden, wenn sie einfach auf dem Weg über den Mund zugeführt werden, im Gegensatz zu, wenn die direkt im Körper landen. Bei den Diskussionen um die Nebenwirkungen wird dann auch gerne unter den Tisch fallen gelassen, dass es vor allem auch diese Wirkverstärker sind, die zu den Nebenwirkungen führen und maßgeblich daran beteiligt sind. Weil diese toten Bakterienbröckel, die beeindrucken das Immunsystem nicht, aber wie gesagt, die Wirkverstärker. Und da kann es dann auch schon mal passieren, dass das Immunsystem überreagiert. So, ich habe hier meinen kleinen Schreier, der will mit auf dem Video sein offensichtlich. Also, machen wir mal weiter. Also, was gibt es für Impfnebenwirkungen? Die Nebenwirkungen werden während der Studien erfasst, die gemacht werden, bevor die Impfung zugelassen wird, und dann auch später, wenn die Impfung auf dem Markt ist. Psst, du darfst nicht dazwischen reden. Langzeiteffekte vor Markteinführung
sind also normalerweise nicht bekannt. Ich zeige euch das mal am Beispiel, das ich schon hatte, nämlich Infanrix Hexa. Die Nebenwirkung laut Beipackzettel. Beipackzettel kann man sich auch aus dem Internet runterladen. Ich nenne euch mal nur die sehr häufig und häufig auftreten. Sehr häufig heißt in 10% und mehr der Fälle. Das ist ja so der Klassiker: Schmerzen, Schwellung und Rötung an der Impfstelle. Das ist auch das, was der Kinderarzt den Müttern so sagt. Und Fieber 38 Grad oder höher, das ist so, das kriegen die Mütter mit und dann dürfen sie Fiebersenker geben und ja. Was aber auch noch sehr häufig ist das ungewöhnliche Schreien. Also die Babys schreien dann so, wie sie sonst normalerweise nie schreien, so ein schrilles Schreien, was man auf eine Beteiligung des Gehirns zurückführt, also eine leichte Hirnschwellung, die durch wahrscheinlich die Wirkverstärker vor allem hervorgerufen wird. Appetitverlust kommen noch dazu, Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Reizbarkeit, Unruhe. Das sind sehr häufige Nebenwirkungen, also 10% oder mehr. Häufig 1% bis 10% sind Reaktionen an der Impfstelle, die größer sind als 5 cm. Also 5 cm sind schon nicht wenig, vor allem an einem Baby. Durchfall, Erbrechen und Fieber über 39,5 Grad. Eine sehr seltene Nebenwirkung, die ich interessant fand, dass die aufgeführt war, sind Atemaussetzer. Das könnt ihr, wie gesagt, alles im Beipackzettel lesen. Wenn man die Fachinformationen sich anschaut, findet man zusätzlich auch noch Nebenwirkungen, die im Beipackzettel nicht aufgeführt sind. Die Fachinformationen, die findet man auch im Internet zu jedem einzelnen Impfstoff, kann man sich auch runterladen. Da wird als häufige Nebenwirkung, also 1 bis 10%, angegeben Infektion der oberen Atemwege, also Bronchitis, Schnupfen, Husten, Rachenentzündung, Mittelohrentzündung, Bindehautentzündung, also Augen, Hautausschlag oder SOR, also Pilzerkrankung. Wenn man sich das so anhört, ne, das ist ja schon nicht selten, ne? Das sind ja die häufigen Nebenwirkungen und die zum Teil sehr häufigen Nebenwirkungen. Dann weiß ich nicht, ob es nur mir so vorkommt, aber es scheint doch so, dass wir unsere Kinder ganz bewusst krank machen, und zwar alle. In der Hoffnung, dass sie später mal nicht krank werden. Ja, was könnte man jetzt alternativ tun, statt zu impfen? Offiziell gibt es von der Schulmedizin da natürlich keine Lösung, sondern Impfen ist das Allerbeste. Ich will das hier auch nicht nochmal in aller Länge ausführen, weil ich denke, ich habe euch mit meinen Ernährungsvideos und mit dem Video, wenn das Baby das erste Mal krank ist, schon recht viel dazu erzählt eigentlich, wie man natürlich gesund bleiben kann und wie man seine Kinder natürlich gesund erhalten kann. Da gibt es auch noch ein Buch, Nicht impfen, was dann? Von Friedrich Graf. Ich stimme sicherlich nicht mit allen Details überein, die er so schildert. Auch was so zur Ernährung sagt und so. Und Homöopathie ist ja auch nicht so meins. Aber es ist ja auch so, dass kein Buch auf der Welt das selber Denken ersetzen kann. Also man muss jedes Buch mit ein bisschen wachem Verstand lesen und kann nicht einfach alles so kopieren und denken, dann passt so. Aber was er da zu sagen hat, das lohnt sich schon wirklich zu lesen. Gerade auch im Umgang mit Fieber und Krankheiten. Also das wäre eine Empfehlung. Ja, wie war es bei uns? Wie ist es bei uns mit diesem Thema? Mein Mann ist gut durchgeimpft worden als Kind, hat trotzdem die Masern mitgenommen. Er ist Allergiker, aber da spielen sicherlich viele Faktoren eine Rolle, wovon Impfung einer sein mag. Ich wurde als Kind auch gut durchgeimpft. Ob es mir geschadet hat, mein Immunsystem hat es offensichtlich ganz gut weggesteckt. Allerdings habe ich als Kind bei einem Impferlebnis eine ziemlich traumatische Erfahrung gemacht. Ich wollte nämlich nicht geimpft werden und ich wollte partout nicht geimpft werden. Und
aber die anderen waren mehr als ich und stärker. Also mich hat dann da die ganze Praxis inklusive meiner Mutter festgehalten und das war schon, ja, das war schon krass. Also ich habe ziemlich lange damit zu kämpfen gehabt, habe mich dann irgendwann in meiner Teenagerzeit dazu entschieden, mein Trauma zu überwinden und meine Angst zu überwinden und mich wieder impfen zu lassen, weil ich ja geglaubt habe, dass das so gut ist. Dann habe ich Medizin studiert und ja, was habe ich da über das Impfen gelernt? Nicht wirklich mehr, als was ich vorher schon wusste. Wir haben gelernt, welche Impfungen Totimpfstoffe sind und was Lebendimpfstoffe sind. Wir haben den STIKO-Kalender auswendig gelernt, also die Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission. Und das war es dann auch schon fast. Also von den Wirkverstärkern und dergleichen haben wir nichts erfahren. Und ich habe mich auch brav weterimpfen lassen, weil das ja der richtige Weg war, wie ich dachte. Ich komme gleich. Ja, der Kino anscheinend. Okay. So, wie es aussieht, ist heute nichts mit in Ruhe Video drehen. Na gut, ich mache einfach mal weiter. So, unser erstes Kind wurde dann geboren und ich habe mich an meine eigene Kindheit erinnert und an meine Impferfahrungen. Und ich habe mich gefragt, wie kann ich meinem Kind das Trauma ersparen, was ich damals erleben musste. Wie kann ich da vorbeugen und vielleicht braucht es ja gar nicht alle diese Impfung. Vielleicht kann ich das ja reduzieren auf die nötigsten. Und also so habe ich angefangen zu recherchieren. Und schließlich bin ich zu dem Ergebnis gekommen, dass Impfungen eigentlich eine sehr minderwertige Form der Prävention sind. Und dass der Nutzen, der Gesamtnutzen für die Gesundheit eigentlich nicht belegt ist. Was sagt mein Mann dazu als Vater und Allgemeinmediziner? Er hat sich natürlich nicht belesen und mir scheint auch, dass er sich gar nicht traut, sich eine eigene Meinung zu bilden, weil unter den Ärzten da ist Impfkritik verpönt. Wenn er mal was zu Komplikationen bei Kinderkrankheiten hört oder dass irgendwo eine Kinderkrankheit aufgetreten ist und irgendwie schlecht verlaufen ist, dann schlägt er dann vor, dass wir doch das eine oder andere impfen sollen. Und wenn er was zu den Reaktionen auf Impfungen hört, die ungünstig ausgegangen sind, dann ist er ganz froh, dass wir nicht geimpft haben. Also das schwankt immer so. Ja, zu den U-Untersuchungen beim ersten Kind bin ich damals gegangen und deswegen habe ich dann auch die Entscheidung getroffen, nicht zu impfen. Und da macht mir mein Mann immer noch so den Vorwurf, dass ich ja die Entscheidung getroffen hätte und er ja aber 50% Mitspracherecht hat. Auch wenn er sich nicht informiert, hat er trotzdem dieses Recht. Aber natürlich ist es schwierig zu wissen, auf welcher Grundlage man eine gemeinsame Entscheidung treffen soll, wenn sich einer nicht informiert. Ne? Bisher sind unsere 6 Kinder auf jeden Fall ungeimpft und ich hoffe, dass es auch so bleibt. Die 4 Großen hatten von den beimpften Krankheiten die Windpocken. Ansonsten hatten wir nichts davon. Ne, ich brauche die Jacke jetzt nicht. Die Älteste hat wie gesagt Allergien, da bin ich in einem vorigen Video schon mal drauf eingegangen, zum Thema Darmflora. Ansonsten sind unsere Kinder gesund. Die machen halt so kleine und größere Infekte durch und sind auch schnell wieder fit danach. Bisher sind wir jedenfalls immer ohne Antibiotika und Fiebersenker ausgekommen und das soll auch so weiterbleiben. Keiner ist an Tetanus gestorben hier, trotz x Verletzungen. Wir hatten sogar mal eine ziemlich tiefe mit einem rostigen Eisen, die dann genäht wurde. Aber ihr seht, das Nicht-Impfen ist schon eine Möglichkeit und das bedeutet nicht, dass das Kind die nächsten Jahre nicht überleben wird. Und ich habe das Nicht-Impfen bisher keine Sekunde bereut. Und ich bin auch der Meinung, dass die Kinder das selber entscheiden sollen, wenn sie groß genug sind, weil es sind ihre Körper. Und ich weiß nicht, ich sehe da nicht, dass ich ein Recht habe, darüber so zu verfügen, auf eine Weise, die sie halt nicht mehr rückgängig machen können. Und wenn sie groß genug sind, können die Mädchen sich dann auch überlegen, ob sie sich vielleicht gegen Röteln impfen lassen wollen, zum Beispiel, wenn sie bis dahin nicht hatten. Aber das soll ihre Entscheidung sein, weil sie sind ja dann selber groß genug und es sind ihre Körper. Ja, es ist natürlich mühsam, sich eine eigene Meinung zu bilden, ne?
und sich in dem ganzen Dschungel zurechtzufinden an Informationen, an widersprüchlichen Informationen. Und es ist viel einfacher und bequemer zu sagen, ach, ich verlasse mich auf den Arzt, der weiß schon, was er tut, der hat studiert und schließlich sind Impfungen ja die wirksamste Maßnahme, um Infektionskrankheiten vorzubeugen. Wird ja immer so mantraartig wiederholt. Ist ja auch einfacher, das einfach zu glauben und dem zu folgen. Ja, wenn man da mit Glauben anfängt, dann kann man natürlich auch hier was anderes machen. Zum Beispiel solltet ihr mal mein super wirksames Amulett ausprobieren. Das wirkt gegen böse Geister, gegen Viren und Bakterien und zwar nicht zu 100%, aber zum Teil auch gegen dieses super anstrengende Selberdenken. Das ist doch manchmal ganz schön lästig. Und es ist garantiert nebenwirkungsfrei. Also abgesehen von diesem dezenten Knoblauchgeruch. Und ich habe es in Studien natürlich selbst getestet. Das könnt ihr mir glauben, weil ich bin doch Arzt. Ihr müsst mir doch glauben. Kostet nur 100 Euro das Stück, aber schützt dafür gegen alles. Also glaubt mir nicht, ne? Bildet euch eine eigene Meinung. Belest euch zum Beispiel die Bücher, die ich vorgestellt habe, andere Bücher. Im Internet gibt es einige Seiten, impfinfo.de, impfkritik.de, Impfschadeninfo. Ihr könnt da die Beipackzettel zu allen Impfstoffen runterladen. Da gibt es echt viel dazu heutzutage. Ist nicht mehr so wie früher, wo man tatsächlich nur sich auf den Arzt verlassen musste, sondern heutzutage kann man Informationen auch aus anderen Quellen bekommen. Ja, ihr werdet merken, dass die Debatte oft heiß und unsachlich geführt wird. Vor allem im Internet, in irgendwelchen Foren. Aber da könnt ihr euch getrost raushalten und einfach bei den Fakten bleiben. Wichtig ist, denke ich, auch sich mit seinen eigenen Ängsten auseinanderzusetzen. Also, wie gefährlich sind die Krankheiten heutzutage wirklich? Oder wie gefährlich sind die Impfungen? Oder wie will man selber mit den Krankheiten umgehen, wenn sie dann tatsächlich kommen? Also, dass man ein Konzept hat, was man macht, wenn man eben nicht impft. Und dass man auch nicht nur aus lauter Angst vor den Impfungen nicht impft, sondern dass man tatsächlich für sich klar hat, wie man mit Krankheiten umgehen will. Ja, also informiert euch auf jeden Fall, bevor ihr impft am besten. Es gibt in Deutschland bis jetzt keine Impfpflicht und es ist eure Entscheidung und eure Verantwortung. Die Gesellschaft würde die Eltern natürlich am liebsten, den Eltern am liebsten die Entscheidung abnehmen fürs Impfen. Der Druck ist groß. Und wenn man andere Wege geht, dann kann man sich schon so einiges anhören und muss mit gewissen Schikanen rechnen in unserer freien, demokratischen Welt. Da kann es auch mal passieren, dass einen die Kinderärzte rauswerfen, weil man halt nicht im vorgegebenen Zeitraster impfen will oder gar nicht impfen will. Oder Kindergärten wollen einem die Aufnahme verweigern, wenn das Kind ungeimpft ist. Aber ich kann euch nur raten, euch nicht drängen zu lassen, sondern euch dann zu entscheiden, wenn ihr es für euch 100% klar habt. Also wenn ihr vom Kopf und vom Bauchgefühl her wisst, so machen wir es, so wollen wir es für unsere Kinder und für uns. Und solange ihr noch unsicher seid, dann wartet lieber, informiert euch weiter. Impfen kann man immer. Aber rückgängig machen kann man es eben nicht mehr. Ja, das war mein Beitrag zum Thema Impfen. Bis dann, tschüss.